nachdem wir heute Morgen aus der Bucht von, wie heißt sie, Baie de Mara'a hier auf Tahiti losgefahren sind, mit dem Ziel Phaeton, Port Phaeton. Das ist im Grunde genommen der Isthmus zwischen den beiden Inseln Tahiti und Tahiti Iti, glaube ich heißt es, genau, Klein Tahiti. Hatten wir rund 20 Knoten auf der Nase, sind dann irgendwann gesegelt. Das lief auch ganz gut, die erste Stunde. Wir hatten das Groß draußen. So richtig eilig hatten wir es nicht, deswegen hatten wir nur ein Segel draußen. Jedenfalls, ja, so bei den Blicken rauf zum Segeln sah das schon irgendwie verdächtig aus. Das hat so ein kleines bisschen hinten gekillt, obwohl es ansonsten eigentlich ziemlich gut durchgesetzt war. Was ist dann passiert? Der Wind fiel immer so zwischen auf 16 Knoten mal runter, dann wieder auf 20, also übermäßig viel war es nicht. Jedenfalls hat es dann irgendwann einen Knall gegeben und unser Großsegel ist gerissen. Das reinzukriegen bzw. eben halt fallen zu lassen war jetzt nicht ganz so spaßig, aber auch kein großer Akt. Jedenfalls Fazit ist, Segel ist kaputt. Und ich glaube auch nicht so richtig, dass man das nochmal nähen kann. Ist ja schon ein paar Jahre alt. Ich vermute, es wird besser sein, ein neues zu bestellen, aber ich werde Montag mal hier zu dem lokalen Segelmacher gehen und ja, mal fragen, ob man da noch irgendwas retten kann. Aber so wie es mein Bauchgefühl mir sagt, wird da ein neues Segel fällig sein. Was hier gar nicht so einfach sein wird hinzubekommen, gerade jetzt mit Covid. Vielleicht kann man das hier lokal nähen lassen, aber keine Ahnung. Montag mal gucken, was da die neuen Erkenntnisse sein werden. Auf jeden Fall ein ziemlich trauriger Tag auf der Trampi. Segel hat uns ja ganz gute, wie viel waren es, über 25.000 Meilen begleitet. Und vom Mittelmeer oder einmal quer durchs Mittelmeer, über den Atlantik, durch die Karibik, durch den halben Pazifik getragen, begleitet. Wobei man dazu sagen muss, die meiste Zeit hat es geschlafen, weil die meiste Zeit sind wir dann doch nur mit der Genua gefahren. Aber naja, das Alter macht sich halt dann doch irgendwann bemerkbar. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir damit umgehen. Von hier zu den Marquesas Abwind zu fahren, ohne das Main, ist auch ein bisschen ätzend. Von daher würde ich das schon ganz gerne bis dahin irgendwie gerichtet haben, entweder repariert oder neues besorgt haben. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt trinken wir uns erstmal rum mit Ginger Ale und versuchen, die traurigen Gedanken loszuwerden. Prost. Wir haben unser Segel jetzt am Montag hier im lokalen Boatyard zum Segelmacher gebracht und der war eigentlich relativ optimistisch, was unser Segel angeht. Hat da ordentlich dran rumgezerrt und sagte, ja, die anderen Nähte sind eigentlich noch absolut in Ordnung. Und er würde uns davon abraten, ein neues Segel zu kaufen. Langfristig natürlich ja, aber er kann es jetzt erstmal nochmal reparieren. Was echt super gute Nachrichten sind und uns echt Trillionen Steine vom Herzen gefallen sind. Und was machen wir heute? Unser Kumpel Terry ist ja nach wie vor hier in Tahiti und hat für heute ein Auto und wir werden jetzt einen kleinen Roadtrip durch Tahiti und Tahiti-Iti machen. Wieder ein bisschen was von der Insel erkunden, bevor wir hier den Bootkoller kriegen, während wir warten, dass das Segel fertig ist. Aber es ist schon cool, ja. Jerry, kannst du mal kurz erklären, was das für eine historische Ausgrabungsstätte bzw. Ruine ist? Also es ist ganz speziell, kann man auch hinten durchgehen. Ein Opferbrunnen? Ein Opferbrunnen. Es ist ganz speziell aus dem 17. Jahrhundert mit dem automatischen Knopf. Die neueste Erfindung auf Tahiti! Eine Dusche! Du wolltest hier rauf hiken? Also gut, dass du das nicht mit uns gemacht hast, aber hätte mindestens einer von uns
beiden sein Veto eingelegt. Mindestens 2 Meter. Mindestens 2. Ina, wo fahren wir hin? Auf irgendeinen Aussichtspunkt, wo unser bekloppter Führer uns hochlaufen lassen wollte. Deswegen hat der Mario auch sofort das Steuer übernommen und sagt, nee, ich fahr, kein Problem, ich fahr, gerne, freiwillig. Einfach nur um mich zu retten, dass ich nicht laufen muss. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf Tahiti, auf Klein Tahiti. Und es ist hier monstergrün und das sieht ja schon fast aus wie in den Alpen. Thierry, korrigier mich, vielleicht nicht ganz in den Alpen, aber doch sehr ländlich, sehr grün und echt mega schnuckelig. Also wenn mich jetzt hier einer abgesetzt hätte und ich würde jetzt hier die Augen aufmachen, würde ich nie im Leben auf den Gedanken kommen, in der Südsee zu sein. Schick. Weil wenden können wir hier nicht. Ja, also komm, versuchen. Wir vertrauen unserem Führer. Man kann ja nicht sein, dass wir. Also die Hälfte haben wir ja jetzt schon, ne? Wenn ich mal gucke, wir sind jetzt gerade hier gewesen. Wir waren hier. Schon die Hälfte. Aber soll ich mal kurz vorlaufen? Komm, weil hier kommst du nicht mehr easy nach hinten. Warum denn nicht? Ja, komm, ich schau mal schnell. Ja, ich laufe mal für mich zurück. dafür auch zurückzufahren. Vertrauen wir auch dem Einführer hier wieder. Das ist doch keine Straße. Was ist los, Jungs? Cooler Parkstil. Wir haben ein bisschen die Kupplung heiß gelaufen. Ja, für so einen Offroader ist das. Für einen 50 PS Offroader geht der gar nicht ab. Nee, ich will Bisschen- Roadtrip mit Hindernissen. Ja, ein bisschen Kupplung abkühlen lassen, dann wenden wir und dann fahren wir vorwärts wieder rauf. Ich glaube, der hat das nicht so ganz gemocht, da rückwärts den Berg hoch zu.
getrieben zu werden. Jetzt vorwärts runter. It's finished? It's new. Perfect. That's good. You looked at the others, all are good. It's new. Ah, Oh. it's new. Okay. Ah, très bien, très bien. Oh. Merci. Perfekt. Donc, oui, Die anderen näht auch mal so ein bisschen überprüft. Vous avez sinon on peut regarder. voilà, j'ai remis tout ça, c'est neuf. Ça c'est très Voilà, c'est-à-dire que toute la chute, puisqu'on a remis, j'ai remis un air de chute, donc j'ai refait chute neuve. Ouais. J'ai refait toute la laise. Le bout était abîmé, donc j'ai dû mettre un patch. 9200. 29. 29. Okay, dann haben wir es nicht genug. Ich habe 100, du hattest Ich hab 150. 250. Ach, du hast 250, okay, also. Okay. Kriegst du dann 200 wieder? Nein, 2. Hat das jetzt einen Euro gekostet? 29 000. Ja. Ok. 240 €.